sehr, sehr schöne Worte. Ist natürlich was Schönes, sowas über einen zu hören. Das ist eine echt gute Frage, muss ich sagen. Das wird schwierig, weil ich war auch immer einer, der mal nicht auf die Eltern gehört hat, aber das lernt man dann erst, wenn man Papa ist. Käsekuchen. Hallo, ich bin Carlotta, mache heute meinen Zukunftstag bei BVB TV und darf jetzt gleich Waldemar Anton interviewen. Hallo, hallo. Alles gut? Ja. Waldi, hi. Hi, Wie geht's dir? Gut. Waldi, ich habe Fragen, die ich mir ausgedacht habe und Fragen, die ich von BVB TV stellen soll. Womit möchtest du anfangen? Ich würde sagen, fangen wir mit den BVB-Fragen an, weil das Beste kommt dann eben zum Schluss, oder? Wie wichtig war der Sieg gegen Mainz? Es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns alle. Wir haben uns viel vorgenommen in dem Spiel. Ich denke, dass wir jetzt gefühlt jedes Spiel gewinnen müssen, ist uns allen klar. Nichtsdestotrotz schauen wir von Spiel zu Spiel. Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns, für die Fans und ja, das lief alles nach Plan in dem Spiel. Du hast zuletzt zweimal über 90 Minuten gespielt. Wie gut tut dir das? Ja, für mich persönlich sehr gut. Ich habe ja eine längere Zeit nicht gespielt, deswegen tat das schon gut, wieder mal regelmäßig zu spielen und auch Spiele zu gewinnen. Ich glaube, das gibt einem auch selber viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen dann in die eigenen Stärken. Aber am Ende ist insgesamt wichtig, dass wir als Team gut aufgetreten sind, dass wir alles dafür getan haben, zusammen Fußball zu spielen, zusammen zu gewinnen. Und ich denke, das ist uns gut gelungen in den Spielen. Der Trainer hatte letzte Woche auf der Pressekonferenz lobende Worte für dich. Wir schauen uns das mal kurz an. Über den Waldi muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Ein sehr guter Fußballer, aber vor allen Dingen, was mir sehr imponiert, er ist menschlich ganz weit oben anzusiedeln. Er hat es nicht einfach gehabt, es kam ein neuer Trainer, in dem Fall war ich das. Er musste sich erst einmal hinten anstellen, aber in jeder Trainingseinheit, und das kann ich wirklich bestätigen und auch beweisen, hat er immer alles gegeben, 100%. Er hat sich nicht aufgegeben, er war keiner, der geschmollt hat, er war keiner, der dort aufgegeben hat. Aber ich bin mit ihm sehr zufrieden, er ist ein Vorbild, er ist derjenige, der auch für jeden Einzelnen, egal ob er jung oder alt ist, ein richtig gutes Vorbild ist. So benimmt man sich, so verhält man sich, so arbeitet man und so wartet man auf seine Chance, die man dann, wie er, jetzt auch genutzt hat. Was sagst du dazu? Ja, das sind natürlich sehr, sehr schöne Worte, wenn man sie selber hört, aber ich denke auch, der Trainer hat es da sehr gut thematisiert, dass es wichtig ist, auch wenn man vielleicht mal nicht zum Zuge kommt oder nicht nicht gerade spielt, dass man sich nicht aufgibt. Das kann ich immer jedem weitergeben, der das gesehen hat. Das ist entscheidend dann, wenn es dann darauf ankommt, musst du da sein. Und wenn du vorher dich da hängen lassen hast oder nicht alles dafür getan hast, da zu sein, wenn es drauf ankommt, dann hast du was falsch gemacht. Deswegen sehr, sehr schöne Worte. Ist natürlich was Schönes, sowas über einen zu hören. Nichtsdestotrotz, ich denke, das sollte das Standard sein, das jeder auf den Platz bringen muss. Immer 100% geben. Wurde dir das in die Wiege gelegt oder musstest du das auch erst lernen? Das ist eine echt gute Frage, muss ich sagen. Nee, ich denke natürlich nicht in die Wiege gelegt, das lernt man mit der Zeit. Ich bin Einzelkind, musste, ich glaube, auch sehr viel für mich selber da sein, weil meine Eltern arbeiten mussten. Ich denke, da habe ich auch sehr viel gelernt, sehr viel Disziplin gelernt und ich glaube, mit Disziplin kommt man sehr weit im Leben. Deswegen hat sich das dann irgendwie auch aufgebaut. Ich konnte schon sehr früh nicht gern verlieren und dann habe ich mir immer gesagt, solange ich dann meine 100% bringe auf den Platz oder muss jetzt nicht auf dem Platz sein, auch mal, keine Ahnung, außerhalb Dinge anzusprechen, die vielleicht nicht so schön sind. Das gehört auch dazu. Sich so einbringen, dass man eben für sich selber sagen kann, dass du 100% gegeben hast, so kommt man dann am weitesten, denke ich. Unter der Woche hattet ihr den Fanclub Frühlingsempfang. Wie war die Veranstaltung für dich? Ja, sehr, sehr schön. So eine Fannähe ist, glaube ich, immer schön, auch sowas mal mitzuerleben. Ich denke, wir haben viele Leute glücklich gemacht, auch mal ein bisschen reingehört, was außerhalb passiert von den einzelnen Fans. Und ja, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für den Verein, für uns Spieler, für die Fans. Deswegen war das schon eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Am Ende musstest du noch Bier zapfen. Wie lief es bei dir? Ja, muss man die anderen fragen, aber ich denke, lief eigentlich ganz ordentlich. Wir hatten dann ein paar Spieler mehr da. Dann habe ich das den jungen Spielern überlassen. Die haben dann ein bisschen gezapft. Es war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Ja. Samstag spielte gegen Freiburg. Was erwartest du für ein Spiel?
Ein sehr intensives Spiel. Ich glaube, wer die Freiburger kennt, weiß, dass es immer intensiv ist. Wir spielen schon sehr, sehr lange zusammen. Haben seit ich sie kenne das gleiche Spielsystem, viel arbeiten, viel laufen. Ich glaube auch, haben jetzt auch längere Zeit keine Gegentreffer bekommen. Also es wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, sehr intensiv, aber nichtsdestotrotz, wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, die Basics vor allem auch auf den Platz bringen, dann werden wir da auch 3 Punkte holen. Im Hinspiel gab es ein klares 4-0. Welche Erinnerungen hast du noch? Das 4-0 erinnere ich mich. An das Freistoßtor von Jule erinnere ich mich. Waren glaube ich, von Anfang an in dem Spiel sehr griffig. Waren direkt von Anfang an da und darauf kommt es eben auch darauf an in dem Spiel jetzt. Wir müssen von Anfang an da sein, fokussiert damit reingehen, weil ich glaube, die Freiburger, wie gesagt, die haben auch, brauchen nicht viele Möglichkeiten, um Tore zu erzielen. Deswegen muss man da von Beginn an da sein. Eine Szene aus dem Hinspiel wollen wir dir noch zeigen. Gut geklärt. Dankeschön. Ich glaube, da stand es 1-0 tatsächlich, ne, für Freiburg, für uns. Und das war dann die Rettungstat auf der Linie. Ja, ich sag mal so, das zieht man auch als Verteidiger dann auch ein bisschen an, wie als ein Stürmer, wenn er richtig steht. Das ist auch das Gleiche für einen Verteidiger dann, dass man den Ball dann klären kann. In der Situation war es sehr wichtig, glaube ich. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man dann der Mannschaft helfen kann in so einer Situation. Freiburg ist aktuell 7. mit 4 Punkten Vorsprung auf den BVB. Wenn ihr nächste Saison europäisch spielen wollt, ist ein Sieg schon Pflicht, oder? Absolut. Ich glaube, wir müssen jetzt einige Spiele gewinnen. Aber natürlich, als allererstes schauen wir auf das Spiel. Wir wollen, wie gesagt, voll fokussiert reingehen, von Anfang an da sein. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist. Weiß jeder, Druck ist da, aber Druck ist auch immer gut. Deswegen ist es enorm wichtig für uns, dass wir da eine gute Leistung bringen und natürlich auch 3 Punkte holen. Zum Abschluss noch eine private Frage. Heute ist ja Zukunftstag und da du auch Kinder hast, was wünschst du dir für die Zukunft deiner Kinder? Ja, ich wünsche mir eigentlich immer Gesundheit, weil Gesundheit ist das Allerwichtigste. Du kannst dir alles irgendwie bekommen im Leben, aber ich glaube, Gesundheit ist immer sehr, sehr schwierig. Manchmal trifft es ein, manchmal ist alles okay. Deswegen ist Gesundheit vor allem das Allerwichtigste. Und natürlich, dass meine Kinder dann am Ende auf die Eltern hören. Das wird schwierig, weil ich war auch immer einer, der mal nicht auf die Eltern gehört hat. Aber das lernt man dann erst, wenn man Papa ist oder ein Elternteil ist. Deswegen, ja, natürlich Gesundheit ist das Allerwichtigste und ja, alles andere, so wie sie sich vorstellen wollen, am besten. So, das waren die Fragen von BVB TV. Jetzt kommen meine Fragen. Was machst du in deiner Freizeit gerne und wie kannst du rausgehen, ohne dass du erkannt wirst? Ich bin sehr gerne mit meiner Familie. Also in der jetzigen Zeit, wenn es so warm ist, sind wir sehr oft draußen, spielen mit den Kindern, grillen sehr gerne in den letzten Monaten tatsächlich. Ja, ansonsten eigentlich sehr viel mit der Familie in meiner Freizeit. Was essen gehen mit meiner Frau mache ich auch sehr gerne. Wenn ich mal rausgehe und ich muss ehrlich sagen, bis jetzt hatte ich noch nie das große Problem, weil ich bin da eher so, ich habe immer eine Mütze auf. Ich glaube, deswegen erkennen mich die meisten Leute nicht so auf Anhieb. Deswegen ist es auch völlig okay. Wie ist es für dich, wenn du gesehen wirst und nach Fotos oder Autogrammen gefragt wirst? Ja, natürlich ist es ein schönes Gefühl. Ich bin dann immer eine Person, die genau darauf achtet, wenn jemand mich nett fragt und mit einem Bitte in dem Satz, dann bin ich da auch sehr herzlich und natürlich glücklich darüber, wenn jemand fragt, weil man dann jemanden anderen glücklich macht. Aber ja, so ist das Fußballerleben, darauf muss man gewappnet sein. Deswegen ist es aber ein sehr, sehr schönes Gefühl auf jeden Fall. Bist du vor jedem Spiel aufgeregt oder ist es mittlerweile schon normal für dich? Ja, so angespannt, denke ich, bin ich. Aufgeregt jetzt nicht mehr. Dafür habe ich schon ein paar Spiele hinter mir. Aber ich denke, Anspannung ist sehr, sehr wichtig und auch immer gut. Aber so richtig aufgeregt hatte ich schon lange nicht mehr tatsächlich. Und wenn du ein Tor machst, welchen Jubel machst du dann am liebsten? Ich lasse es dann auf mich zukommen, alles. Das, was in meinem Kopf gerade ist. Ich habe jetzt keinen speziellen Torjubel, aber irgendwas kommt dann, wenn es dann passiert, kommt dann irgendwas aus dem Kopf heraus, aus dem Bauchgefühl heraus. Hast du, als du klein warst, mal darüber nachgedacht, Torwart zu werden oder war das für dich schon immer klar? Nee, ich wollte noch nie Torwart werden. Ich war früher Stürmer.
Da war Torwartposition ganz weit weg. Als Fußballspieler muss man sich ja wahrscheinlich sehr gesund ernähren, damit man sportlich bleibt. Aber gibt es denn eine Süßigkeit oder etwas anderes Ungesundes, wo du nicht Nein sagen kannst? Käsekuchen. Käsekuchen ist mein Lieblingskuchen, deswegen und so gesund muss man als Fußballer jetzt auch nicht sich ernähren. Man muss aufpassen, ja, aber man darf sich auch mal was gönnen, wenn man mal eine harte Trainingseinheit hatte. Okay, das war's. Vielen lieben Dank. Danke dir.